NDR Kultur. Sie haben einstmals eine der schönsten Landeshauptstädte der Welt besungen, bespielt. Expo 2000. Hannover ist natürlich gemeint. Sie haben schöne Frauen besungen. Diverse Maschinen. Die Roboter und sogar einen unserer Lieblingskomponisten. Hört man nicht auf den ersten Blick, aber dieses Stück heißt Franz Schubert. Ja, und ist auch ein Musikstück im weitesten Sinne von Kraftwerk, die deutschen Pioniere der Elektromusik. Und die sind gerade mal wieder auf Tour. Und es sind immer noch besondere Veranstaltungen, Kraftwerk-Konzerte, im besten Sinne multimediale Ereignisse. Insgesamt 13 Konzerte spielen Kraftwerk in Deutschland. Tourauftakt ist in Nürnberg gewesen. Und bei uns im Norden machen Kraftwerk dreimal Station in Rostock, morgen in Hamburg und gestern hat Kraftwerk in Braunschweig gespielt. Jannik Wiechers aus unserem NDR Kulturteam war dabei. Also für mich war es das erste Kraftwerk-Konzert überhaupt und ich muss wirklich sagen, dass ich extrem angetan und beeindruckt war. Dieser Abend, der war tatsächlich weniger Konzert, wie man es so kennt, sondern wirklich ein Ereignis, das sich auf ganz vielen Sinnesebenen abgespielt hat. Eigentlich war das Grundsetting, wenn man das mal so nennen will, ganz schlicht gehalten. Da waren 4 Pulte nebeneinander aufgestellt, etwas erhöht auf einem Podest standen die. Hinter diesen 4 Podesten gab es eine riesige Videoleinwand und die 4 Bandmitglieder, angeführt vom einzigen noch verbliebenen originalen Gründungsmitglied, Ralf Hütter nämlich, die hatten alle so schwarze, hautenge Ganzkörperanzüge an, in die hauchdünne LED-Fasern eingewebt waren, die dann verschiedenfarbig beleuchtet und animiert werden konnten. Die 4 Musiker waren dann immer in die Choreografie integriert, mit diesen LED-Anzügen eben. Das war schon irre zu sehen, wie alles ineinander überging. Und dieses ganze multimediale Geschehen, möchte ich es mal nennen, das hatte ein bisschen etwas von elektronischer Messe, die eben von diesen 4 Hohepriestern da in ihren Pulten zelebriert wurde. Die 4, die haben ihre Synthesizer und Regler irgendwelcher Klangerzeuger und Geräte bedient. Das war aber gar nicht zu sehen auf den Pulten, sodass die 4 Männer umso geheimnisvoller irgendwie Teil dieser Gesamtinszenierung waren und sich überhaupt nicht in den Vordergrund drängten, sondern ja, man kann sagen, fast eins wurden mit der Performance da auf der Bühne. Also Videokunst, Musik, Performance, Licht, das kam tatsächlich so als eine Art Gesamtkunstwerk daher, für das Kraftwerk ja seit langem steht. Dieser Abend, der war schon tatsächlich sehr packend und faszinierend, muss ich sagen. Und ich muss sagen, so ein Ganzkörperanzug, in den kleine LEDs eingearbeitet sind, die leuchten, so sehe ich mich auf der NDR Kultur Weihnachtsfeier. Also das ist doch mal eine schöne Outfit-Inspiration. Jannik, was gab's denn da nun gestern zu hören beim Kraftwerk-Konzert? Also da gab es die ganzen großen Hits von Kraftwerk zu hören. Die Mensch-Maschine, Trans-Europa Express, Das Model, Neonlichter, Tour de France, Boing, Bum, Chuck, natürlich Autobahn, ganz klar. Ein großer Hit war das ja. Musik nonstop, Electric Café und. Alle Lieder immer garniert mit fantasievollen Animationen. Und die Lieder, obwohl ja schon Jahrzehnte alt, die kamen, so fand ich es zumindest, frisch und knackig daher wie eh und je, was zum einen sicher an ihrer zeitlosen, ja fast ikonischen Anmutung liegt, aber auch zum Teil waren sie dezent aufpoliert, etwas modernisiert, heißt klanglich gab es hier und da ein dezentes Facelift, etwas fettere Beats, ein bisschen mehr Ambience bei den Klangflächen, Computerliebe etwa, noch so ein Riesensong von Kraftwerk, viele dürften den ja kennen. Der kam schon fast als tanzbarer House-Music-Sound daher. Ja, und der Song Die Roboter, der als Zugabe nach fast 2,5 Stunden kam, der hatte fast Anklänge von Techno, fand ich. Also das alles aber nie übertrieben und platt, sondern eben dezent modernisiert. Und wie war das Publikum in Braunschweig? Also ich finde aus meiner Anschauung fast andächtig. Die haben da mit großer Aufmerksamkeit das Spektakel verfolgt, die Besucherinnen und Besucher. Da war eine große Wertschätzung für die Kunst im Raum zu merken. Von der Altersstruktur waren das Menschen, von denen ich schätze, dass sie Kraftwerk auch schon als junge Leute gehört haben, häufig. Vielleicht hören wir einfach mal rein, was einige Leute sagen, die beim Konzert waren. Ich habe sie im Anschluss gefragt. Ja. Einfach nur toll, mein erstes Konzert von Kraftwerk, jetzt endlich mal, und ich bin begeistert. Alle bekannten Lieder gespielt, war ziemlich abgefahren, so mit dem Video hinten dran, also das war irgendwie toll. Ich glaube, dass die Beats damals schon topmodern waren, dass sie heute immer noch zeitgemäß sind.
Und wie sehr Kraftwerk auch besonders im Ausland ja als Superstars gelten, zeigt auch die Begegnung mit einem Mann, den ich ganz vorne am Bühnenrand getroffen habe. Paul heißt er kommt aus Manchester, aus England. Und er hat mir erzählt, dass er Kraftwerk rund um den Globus hinterherreist, seit er die Band nämlich Anfang der 1980er entdeckte. Also er war bei Kraftwerkkonzerten schon in den USA, in Südamerika, ganz oft zu Hause in Großbritannien, dann auf dem europäischen Kontinent, in Australien, Neuseeland und in Japan. Er möge es halt einfach, die Band live zu sehen, weil sie so großartig performt. Außerdem seien die Shows von Kraftwerk jedes Mal etwas anders gestaltet, weil die Band hier und da kleine Dinge verändere, was es für ihn einfach spannend mache, so Paul. Der war übrigens gestern Abend zum 293. Mal bei einem Kraftwerk-Konzert. Und das in Braunschweig soll auch nicht sein letztes gewesen sein, hat er mir verraten. Im nächsten Jahr will er seiner Lieblingsband dann nach Asien folgen. Im Frühling spielt Kraftwerk nämlich unter anderem wieder in Japan. Na, dem können Sie doch so einen LED-Anzug mal schenken, dem guten Paul. Also, Kraftwerk-Konzert gestern in Braunschweig scheint gut angekommen zu sein. NDR Kultur